Hi Leute, ich habe mir das komplette Hautpflegeset von Selfless by Hyram gekauft und muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Produkte hatte bzw. habe. Ich konnte sie bereits schon ein paar Tage testen, also das ist jetzt keine First Impression, aber auch kein Langzeittest. Und auch wenn ich immer versuche, mich von solchen krassen Marketing-Sachen nicht beeinflussen zu lassen, passiert das dennoch unterbewusst, vor allem im Hinblick darauf, dass ich 119 € für dieses komplette Set bezahlt habe. Das heißt, da waren die Ansprüche an die Produkte von vornherein bei mir ein bisschen höher. Vor allem auch dadurch, dass der Inkey-List dahinter steckt und ich denen ja auch eine gewisse Expertise zuschreiben würde, weil die das jetzt schon länger machen und ein großes Unternehmen sind. Aber diese Hautpflegelinie einfach deutlich kostenintensiver ist im Vergleich zu ihren Produkten. Warum ich eher enttäuscht bin, also bisher, so von meinen ersten Eindrücken, das möchte ich euch in dem Video ganz gerne erklären. Kommen wir als erstes zum Cleanser von Selfless by Hyram und wenn ich ehrlich bin, das erste, was mir aufgefallen ist, nachdem ich das Paket geöffnet habe, ist diese riesengroße Umverpackung. Und wenn man eben bedenkt, dass die Produkte wirklich heavy vermarktet werden in Bezug auf irgendwelche Umweltaspekte, ist das etwas, was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, eben auch aus unternehmerischer Sicht, weil Umverpackungen für mich persönlich so das Offensichtlichste sind, was man an seinen Produkten verbessern kann, wenn man CO2-Emissionen einsparen möchte und auch Rohstoffe einsparen möchte, denn die landen in den meisten Fällen im Abfall. Plus, was ich auch nicht gut finde, vor allem zu diesen Preisen, ist einfach die Tatsache, dass die Inhaltsstoffe ausschließlich auf der Umverpackung stehen und nicht nochmal auf der Primärverpackung. Das finde ich so ein bisschen schade, weil ich natürlich die Umverpackung nicht behalten möchte, um eben mir die Inhaltsstoffe nochmal zu verinnerlichen. Und ich will auch nicht jedes Mal ins Internet gehen müssen, um die Inhaltsstoffe sozusagen nochmal nachzuschauen. Das finde ich ein bisschen uncool, vor allem eben zu diesem Preis. Und ja, wie gesagt, die Umverpackung verstehe ich nicht so hundertprozentig, vor allem bei dem Cleanser, weil der auch einen ganz guten Stand hat. Bei den anderen Produkten kann ich es in gewisser Weise nachvollziehen, weil da die Primärverpackung ja so ein bisschen schmal ist und das selbstverständlich im Regal relativ schnell umkippen könnte, weil die Produkte ja auch im stationären Handel erhältlich sind. Aber hier, das ist etwas, was ich nicht so hundertprozentig verstehen kann und ich habe auch Henrike von Ponyhütchen gefragt und auch Marie von Lipfine. Beide sind Unternehmerinnen und verzichten auch weitestgehend auf Umverpackungen. Übrigens aus den gleichen Gründen, die ich euch gerade genannt habe. Es geht um Umweltaspekte und selbstverständlich auch sind es Kostengründe. Das wird ja auch sehr, sehr oft vergessen, dass diese Umverpackungen bedruckt werden müssen. Sie müssen geschnitten werden, sie müssen gefaltet, also konfektioniert werden und das Produkt muss auch in die Umverpackung sozusagen rein. Das kostet alles Geld, kostet Arbeitskraft, kostet Rohstoffe und das schlägt sich auch selbstverständlich in den Preisen der Produkte nieder. An sich ist der Cleanser mild formuliert. Es ist ein hautfreundliches Zuckertensid enthalten in Kombi mit CAPB, was auch ein hautfreundliches Tensid ist. Aber wenn ich ehrlich bin, mir ist der Cleanser zu basic und ich weiß, dass jetzt bestimmt jemand sagen wird, ja, aber ein Anteil der 19 €, die du bezahlt hast, wird sozusagen an Organisationen gespendet und ich finde es gut, wenn Unternehmen an Organisationen spenden, nur man muss bedenken, es gibt etliche Unternehmen, die das nicht zu Marketingzwecken benutzen und immer wieder bestimmte Summen am Ende des Jahres spenden und das ist für mich persönlich auch kein Kaufgrund, denn wenn ich mir beispielsweise das Balea Med Ultra Sensitive Waschgel kaufe, was ja deutlich günstiger ist im Vergleich zu diesem hier, das aber ganz, ganz ähnlich performt. Also es ist nicht nur vom Schaumverhalten sehr, sehr ähnlich, sondern auch vom Hautgefühl nach dem Abspülen. Dann kann ich doch die Differenz direkt an eine bestimmte Organisation spenden und habe dahingehend dann sozusagen auch ja mehr die Kontrolle, wohin das Geld eigentlich geht. Also das ist für mich persönlich kein Kaufgrund beziehungsweise kein Grund, um eine Marke zu unterstützen, weil ich da eine andere Herangehensweise habe. Aber ich kann verstehen, dass es
anderen Menschen in irgendeiner Form wichtig ist. Nur für mich persönlich ist das halt nichts. Und wenn ihr einen ähnlichen Cleanser sucht, dann probiert den von Balea Med aus der Ultra Sensitive Reihe. Der performt, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich und hinterlässt ein ähnliches Hautgefühl und ist auch sehr mild formuliert. Ich vertrage den auch richtig gut. Zur Make-up-Entfernung ist das nicht geeignet, genauso wie das Balea Med Waschgel. Dafür funktioniert es auch nicht gut. Für morgens finde ich aber beide sehr angenehm. Was ich bei dem Cleanser ein bisschen schade finde, ist einfach die Tatsache, dass der Grüntee-Extrakt, der hier enthalten ist und natürlich auch das Tigergras, dass das alles im Abfluss landet, und das ist selbstverständlich auch so ein Kostenfaktor, der hier mit reinspielt, denn die Rohstoffe wurden ja hier beigefügt. Das heißt, das waren zusätzliche Kosten. Hätte man das weggelassen, dann wäre das Produkt eventuell ein bisschen günstiger. Also das finde ich dahingehend ein bisschen schade, dass diese wunderschönen Extrakte im Abfluss landen. Lasst uns mal über meine zwei persönlichen Problemkinder innerhalb dieser Reihe sprechen. Und zwar ist es einmal das Serum mit Mandelsäure und das Serum mit Salicylsäure. Ich würde mal mit dem Mandelsäure-Serum anfangen. Und an sich ist Mandelsäure eine wunderbar verträgliche Säure, die unter anderem entzündungshemmend wirken kann und die auch sehr Anfänger- bzw. Anfängerinnenfreundlich ist. Aber was ich sehr schade finde, ist einfach, dass der pH-Wert nicht transparent auf der Webseite kommuniziert wird. Denn der hier ist in diesem Fall auch wichtig und sollte bei ca. 3,4 liegen. Ich konnte nirgends eine Info dazu finden und das finde ich bei diesen Preisen schon so ein bisschen happig und erwarte dahingehend auch eine gewisse Transparenz. Also für mich persönlich ist das mittlerweile Standard, dass das bei Säuren in irgendeiner Form mit angegeben wird, weil es einfach bei bestimmten Säuren auch wichtig ist, dass der pH-Wert sich in einem bestimmten Bereich bewegt. Hier sind 3% Mandelsäure enthalten. Das ist auf jeden Fall auch ganz gut einsteigerfreundlich, aber 5% wären sogar noch einen Ticken besser gewesen, was die Wirksamkeit angeht. Mein größtes Problem mit diesem Produkt ist jetzt nicht die Formulierung. Es ist wirklich gut mild formuliert. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und keine Parfümierung enthalten. Das finde ich top. Aber bei solchen Preisen erwarte ich auch eine elegantere Textur, wenn ich ehrlich bin. Und bei beiden Serien erinnert mich die Textur und auch das Hautgefühl extrem an eher diese günstigen Produkte von The Ordinary. Also es ist recht klebrig, es ist unangenehm auf der Haut. Und das ist halt jetzt nichts, was ich zu diesem Preis unbedingt haben möchte, weil wenn ich solche klebrig unangenehmen Texturen auf der Haut haben möchte, dann bezahle ich weniger Geld dafür und kann damit halbwegs leben, weil ich halt weniger dafür bezahlt habe. Aber bei diesen Preisen habe ich tatsächlich was anderes erwartet und das ist für mich persönlich auch die größte Enttäuschung an diesen Produkten, dass die Texturen so unangenehm auf der Haut sind. Also zumindest bei mir. Ich persönlich mag das einfach nicht, wenn meine Haut komplett klebt oder wenn ich noch weitere Produkte drüber auftrage und die dann auch anfangen zu kleben und ich eigentlich nur noch Lust habe, alles runterzuspülen. Nur noch ganz kurz was zum Salicylsäure-Serum von Selfless by Hyram. Und wenn ich ehrlich bin, mag ich es auch nicht ganz so gern, was das Hautgefühl angeht, denn es ist dem Mandelsäure-Serum sehr, sehr ähnlich. Die haben beide eine ähnliche Basis. Das heißt, wenn euch das Mandelsäure-Serum nicht zusagt vom Hautgefühl her, dann wird euch dieses hier definitiv auch nicht gefallen. Und was die Salicylsäure darin angeht, würde ich mich jetzt nicht so extrem auf deren Wirkung verlassen, denn hier sind nur 0,5% enthalten und ich persönlich würde euch mindestens 1% empfehlen, also zumindest wenn ihr euch halt auf die Wirkung der Salicylsäure verlassen möchtet. Aber hier ist Niacinamid drin und das ist wirklich ein großartiger Inhaltsstoff. Der kann in einer Konzentration von 2 bis 5% wirklich super viele Vorteile für die Haut haben. Er kann talgregulierend wirken. Er kann bei Pigmentflecken, bei Rötungen hilfreich sein. Also es ist wirklich ein Alleskönner und das bei sehr, sehr guter Hautverträglichkeit. Das finde ich definitiv richtig cool, dass Niacinamid hier enthalten ist. Das ist auch, wie gesagt, einer meiner liebsten Inhaltsstoffe. Und hier ist auch Bernsteinsäure drin. Das ist ein Rohstoff bzw. Inhaltsstoff, den der INKI-List auch in einem anderen Produkt bewirbt und dem eine gewisse Wirksamkeit zugeschrieben wird. Aber dahingehend gibt es nicht sonderlich viele Studien. Die Bernsteinsäure soll Aknebakterien so ein bisschen eindämmen können. Aber wie gesagt, da wurde noch nicht so viel zugeforscht.
damit man das 100%ig bestätigen kann, weswegen ihr euch dahingehend nicht so drauf verlassen solltet. Aber das Niacinamid in dem Produkt könnte definitiv zu einem besseren bzw. ausgeglicheneren Hautbild beitragen. Das Retinol-Serum von Selfless by Hyram ist tatsächlich mein persönlicher Favorit innerhalb dieser Reihe, weil hier Preis-Leistung ganz gut zusammenpasst. Und wenn ich euch ein Produkt innerhalb der Reihe empfehlen müsste, dann wäre es tatsächlich dieses hier, weil es eben auch vom Hautgefühl sehr angenehm ist. Es ist nicht zu klebrig, nicht zu fettig, es lässt sich easy verteilen und es hat dennoch so einen ganz dezenten Pflegeeffekt, weil hier eben unter anderem auch Squalan enthalten ist. Also es ist vom Hautgefühl super, super angenehm und nicht vergleichbar mit den anderen zwei Serien, die ich euch gerade gezeigt habe. Was die Formulierung angeht, finde ich persönlich, dass das Produkt jetzt nicht so extrem hervorsticht. Hier ist zwar Tranexamsäure enthalten, die bei Hyperpigmentierung hilfreich sein kann, aber dahingehend gibt es einfach noch nicht so viel Forschung, was eben den Auftrag auf die Haut angeht. Ich persönlich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Tranexamsäure weder einen positiven noch einen negativen Effekt auf meine Haut hat. Ich habe da dieses Tranexamsäure-Serum von Face Theory getestet und konnte jetzt weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung meiner Haut feststellen. Und das, obwohl ich das schon seit Monaten benutze. Also wenn ihr Tranexamsäure ausprobieren möchtet und schauen wollt, ob das jetzt irgendeinen positiven Effekt auf eure Haut hat, dann würde ich euch tatsächlich eher das Produkt von Face Theory empfehlen. Ich glaube, da ist auch mehr Tranexamsäure drin und das Produkt an sich ist auch etwas günstiger. Aber das Hautgefühl ist nicht so angenehm. Das Produkt ist ein bisschen klebrig, weshalb ich euch empfehlen würde, das eher abends zu benutzen. Und zu guter Letzt habe ich hier den Niacinamid und Maracuja Moisturizer bzw. Passionsfrucht Moisturizer, weil hier auch ein wenig Passionsfruchtöl enthalten ist, wobei ihr euch dann nicht so drauf verlassen solltet, denn es ist sehr, sehr wenig und ich vermute, dass es eher zu Marketingzwecken drin ist. Aber auf das Niacinamid könnt ihr euch verlassen. Das ist ein toller Inhaltsstoff, der super viele positive Effekte auf die Haut haben kann, habe ich ja bereits gesagt. Das Einzige, was ich an diesem Produkt nicht mag, ist das Hautgefühl, das er erzeugt, denn auch hier wird es nach dem Antrocknen sehr klebrig und auch so ein bisschen unangenehm. Und wenn ich versuche, alle Produkte miteinander zu kombinieren, dann fühlt es sich für mich persönlich so an, als hätte ich Frischhaltefolie auf dem Gesicht und ich mag das nicht ganz so gerne. Zumal der Pflegeeffekt der Produkte kaum vorhanden ist. Also es sind nicht sonderlich viele rückfettende bzw. pflegende Inhaltsstoffe drin. Also wenn ihr eher eine trockene Haut habt, dann könnt ihr euch nicht allein auf diese Hautpflegelinie verlassen. Außer vielleicht das Retinol-Serum, das hat so ein bisschen mehr Pflege drin, das ist auch spürbar auf der Haut, aber alle anderen Produkte sind so ein bisschen wässrig, gelig und eher feuchtigkeitsbindend. Vom ersten Eindruck her würde ich mir wahrscheinlich keines der Produkte nochmal nachkaufen, keine Ahnung, was der Langzeittest zeigen wird, aber bisher bin ich nicht ganz so angetan, weil sie einfach meinen persönlichen Erwartungen nicht gerecht werden und das wiederum liegt auch daran, dass sie auf diese Art und Weise vermarktet werden. Ich finde das Marketing schon relativ stark und sehr exzessiv in eine bestimmte Richtung und das pusht selbstverständlich auch die Erwartungshaltungen und dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn die Produkte für individuelle Bedürfnisse nicht ganz so gut funktionieren, so wie in meinem Fall. Ich habe halt eine trockene Haut und ja, diese sehr klebrigen Texturen und dass die Produkte nicht so gut miteinander kombinierbar sind, das hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen und da hätte ich mir von der Inkey List tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, weil die ja schon eine Weile im Business sind und ich hätte mir elegantere Texturen gewünscht, vor allem zu diesen Preisen. Außerdem sind die Produkte relativ ähnlich, was ihre Konsistenz und auch das Finish angeht. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir eine kleinere Produktpalette gewünscht, zum Beispiel aus erstmal nur 3 Produkten, aber dafür eine vielfältigere Formulierung. Ich will nur noch ganz kurz was zu dem stark umweltbezogenen Marketing von Selfless by Hyram loswerden, denn auf jedem Produkt findet sich in irgendeiner Form ein Hinweis, dass durch den Kauf des Produkts ein positiver Impact auf die Umwelt entsteht oder dass man halt dabei hilft, den Klimawandel zu bekämpfen. Und dahingehend würde ich einfach mal wieder die liebe Hendrike von Ponyhütchen zitieren, denn sie hat gesagt, das beste Produkt für die Umwelt ist das, das man nicht kauft. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusssatz, der zum Nachdenken anregt. Und mich würde natürlich auch interessieren, was ihr von dem Marketing haltet, ob euch das eher abschreckt oder ob euch das anzieht. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und natürlich, auch wenn ihr die Produkte getestet habt, könnt ihr
gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren schildern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war auch ein bisschen hilfreich. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!